In meinen Seminaren werde ich immer mal wieder gefragt, ob man nicht Termine im Kalender automatisch farbig machen kann, also zum Beispiel aufgrund des Betreffs. Meistens werde ich das im Zusammenhang mit Regeln gefragt und dann muss man sagen, mit Regeln geht das nicht, aber es gibt eine Möglichkeit, mit der bedingten Formatierung sowas zu erreichen. Aber seht selbst. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Ich habe hier im Kalender schon mal ein paar Termine vorbereitet und zwar gibt es hier so ein paar Projekte, Projekt A, da auch noch und Projekt Z, und ich möchte jetzt, damit man das schneller sieht, möchte ich die farbig hervorheben. Und der Wunsch eben von manchen Teilnehmenden ist, das nicht über die Kategorien zu machen, sondern automatisch. Und automatisch heißt, wir wechseln übers Menü Ansicht in die Ansichtseinstellungen und dort gibt es die bedingte Formatierung. Ich füge hier eine Formatierung hinzu, die nenne ich Projekt A, wähle dann eine Bedingung und die Bedingung ist eben Suche im Feld Betreff nach Projekt A und mache dann den Termin farbig, nämlich zum Beispiel hellgelb. Dann bestätige ich mit OK und nochmal mit OK. Und damit sind jetzt alle Termine, in denen der Betreff Projekt A ist, gelb hervorgehoben. Das ist im Prinzip dasselbe, was ich euch auch schon mal im Posteingang für die Unmails gezeigt habe, wie man die hervorhebt. Könnt ihr euch auch das Video, das ich in der Infokarte verlinkt habe, dazu anschauen. Zuerst habe ich gedacht, eigentlich ist das ein Quick-Tipp. Aber es gibt ein paar Sachen, die ihr noch dazu wissen solltet und vielleicht ist euch das eine oder andere auch schon aufgefallen. Ich wähle also nochmal das Menü Ansicht, Ansichtseinstellungen, gehe in die bedingte Formatierung und manche von euch werden sich fragen, ja, hier kann man ja nur die Farbe im Hintergrund formatieren, kann man denn nicht zum Beispiel auch die Schriftart und die Schriftgröße formatieren? Nein, das geht nicht. Und woran liegt das? Ich gehe mal in den Posteingang, da haben wir das ja eigentlich gemacht. Hier seht ihr, die Schrift ist andersfarbig bei den Unmails, da waren wir auch auf Ansicht, Ansichtseinstellungen, bedingte Formatierung und hier gibt es tatsächlich die Möglichkeit, die Schriftart zu formatieren. Und dass das im Kalender nicht geht oder genauer genommen in dieser Kalenderansicht, das liegt daran, dass die Schriftfarbe in Outlook nur in Listenansichten formatiert werden können. Das heißt, wenn ich über das Menü Ansicht, Ansicht ändern, eine Listenansicht für den Kalender wähle, da kann es auch Gründe geben, warum ich das so mache, dann kann ich zum Beispiel hier etwas farbig hervorheben. Was ich hier gemacht habe, ist, ich habe was rot hervorgehoben, weil da drin täglich vorkommt. Das heißt Ansichtseinstellung, bedingte Formatierung und dann seht ihr, hier kann man die Schriftart anpassen und für dieses täglich habe ich die Schriftart rot gemacht. Ich kann die eben dann entsprechend auch andersfarbig machen, zum Beispiel grün und das auch noch fett machen und die Schrift vergrößern und so weiter. Aber all das geht nur in Listenansichten und die Standardansicht im Kalender, die wir normalerweise auch verwenden wollen, das ist eben keine Listenansicht, sondern diese Arbeitswoche, die Tagesansicht, die Wochenansicht oder auch die Monatsansicht und dort gibt es bei der bedingten Formatierung keine Möglichkeit, die Schriftart zu formatieren. Das Zweite, dafür stelle ich gerade noch für die anderen Projekte auch noch die Farben ein, sodass man das mal hier so im Überblick sieht. Ich habe jetzt also hier die Projekte entsprechend farbig formatiert. Und jetzt gibt es vielleicht einen Termin, nämlich hier das Projekt Z. Das ist ein Bewerbungsgespräch und dafür habe ich vielleicht eine Kategorie, deshalb kategorisieren, Bewerbungsgespräch und dann seht ihr, was passiert. Jetzt sieht man von der bedingten Formatierung gar nichts mehr. Wenn ihr euch mit Kategorien schon ein bisschen auskennt, dann wisst ihr, wenn man etwas kategorisiert, ich nehme mal hier eine Projektkategorie, ich habe mal hier das Projekt B, und jetzt sage ich, das soll auch noch ein Bewerbungsgespräch sein, dann sehe ich zwar im Vordergrund das Blau sehr gut, aber ich sehe, da ist noch eine Kategorie dabei, nämlich die Kategorie für dieses andere Projekt. Und die bedingte Formatierung, die wird komplett überschrieben in dem Moment, in dem ihr eine Kategorie zuweist.
Deshalb bin ich persönlich kein Fan von bedingten Farbformatierungen im Kalender. Ich würde das eher über Kategorien machen, aber nachdem ich weiß, dass es immer mal wieder einen Anwendungsfall gibt, wo das dann doch ganz sinnvoll ist, also so funktioniert's. Ja, nachdem Neujahr ist, erstmal einen herzlichen Glückwunsch euch allen zum neuen Jahr. Lasst es euch gut gehen und schreibt mir gerne alles, was ihr im Jahr 2023 hier als Tipps und Quick-Tipps sehen wollt, in den Kommentar zu diesem Video. Ich sammle das, ich habe sowieso schon eine Pipeline, so mit Ideen, was ich habe. Letztes Jahr bin ich nicht so dazu gekommen, aber dieses Jahr soll es wieder mehr werden. Ich hoffe mal, dass ich so ab Mitte des Jahres dann auch wieder 2 Videos in der Woche machen kann, aber jetzt erstmal ein Video in der Woche. Allerdings keine Re-Uploads mehr, sondern nur noch neue Videos und da freue ich mich, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was ihr gerne an Videos sehen würdet. Außerdem möchte ich mich bei euch allen ganz herzlich bedanken. 2000 Abonnenten ist inzwischen schon eine ganz stattliche Zahl und regelmäßige Klicks auf die Videos und auch eure Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und ich hoffe, es ist immer mal wieder was Neues für euch dabei. Ihr wisst ja, ich habe letztes Jahr ein Buch geschrieben, hier Microsoft 365, Zusammenarbeit in der Cloud. Und ich habe inzwischen sehr viele, sehr gute Rückmeldungen dazu bekommen. Also wenn euch das Buch interessiert, schaut es euch gerne an. Hier unten in der Beschreibung habe ich euch auch verlinkt, wie ihr das Buch bei mir kaufen könnt. Das geht normalerweise innerhalb von 1 bis 2 Tagen raus. Also ihr habt es nicht ganz so schnell wie mit Amazon, weil ich verschicke mit der Post. Aber ihr bekommt es sicher und ich kann es euch wirklich empfehlen. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.